Ich glaube, wir sind zurück. Gucken wir mal, ob das Ding funktioniert. Aber es sollte eigentlich... Channel... 4 seconds ago. Bin ich nicht live? Doch. Stop streaming. There was a network error. Okay. Scheint zu klappen. Okay. Gut. Dann legen wir mal los. Continue, würde ich sagen. Das letzte Mal haben wir die Crew Quarters gerade noch entdeckt und dann irgendwie noch eine Viertelstunde betreutes Lesen gemacht, was den Stream dann doch über eine Stunde gehoben hat. Leider. Eigentlich wollte ich ja kürzere machen. Mal gucken, vielleicht gelingt es mir ja heute. So, wir sind auf Europa, dem Jupitermond, zusammen mit Tom, offensichtlich irgendeiner Machine Intelligence, und machen Tests, Turing-Tests. Da sind wir wieder. Und es scheint so, als ob sie ein Virus gefunden haben, der DNA-Änderungen rückgängig machen kann oder verhindern kann. Und damit macht man Menschen nicht nur längerlebig, sondern auch strahlenresistenter. Aus einem Organismus, den sie auf Europa gefunden haben. Und dabei haben sie wohl dann herausgefunden, dass sie Implantate haben, durch die Tom sie kontrollieren kann. Das haben wir aus den Texten aus den Crew Quarters gefunden. Und jetzt gehen wir hier weiter zusammen mit Tom, um die Crew zu retten. Oder das ist zumindest die Cover Story, wer es bis jetzt noch nicht selber herausgefunden hat. Natürlich ist Tom der Bösewicht und am Ende verstecken sie sich vor Tom und wir helfen gerade Tom, sich hier einzuschleusen, indem wir die Turing-Tests für sie lösen, was er nicht kann. Genau, These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Naja, less risky für wen? Nicht für die Machines, wenn die Bewusstsein haben, so wie es hier scheint. Ja, meine private Vermutung ist, dass das hier gar nicht ja, okay, ich sehe es. Wir legen das hier oben drauf und dann machen wir die Brücke auf aus der Mitte, dann fällt sie runter und dann geht der eine auf der andere zu. Vielleicht sind sie ja gar keine Menschen. Vielleicht sind sie nur Pseudomenschen. Die denken, sie wären Menschen. Zack. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Wie gesagt, Vermutung ist, es sind gar keine Humans, aber... Und natürlich weiß Ava das. Okay. Ah. Ja, okay. Natürlich weiß Ava das mit den Communications Delays, das muss Tom hier nicht erklären.
weil sie hat ja mal bestimmt mit der Erde gesprochen, mit einem Funkspruch oder so in 50 Minuten gewartet. Das muss man uns erklären. Ich fand es ein bisschen clumsy. Okay, was ist hier? Das geht da hoch. Kann ich auch Dinge verschieben. Okay. Wenn es unten war, muss es wahrscheinlich oben sein. Zack. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Das ist wahr. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Offensichtlich sind seine Evolutionary Algorithms weit gerannt. Nee, so nicht, ne? Dann geht der andere weg. Naja, was sein kann, dass man da nicht mehr hinkommt, wenn man es falsch macht. Hier muss noch einer sagen, ne? Ja. Das macht die Tür auf. Aber jetzt kann ich, okay, jetzt kann ich so ein Ding hochtragen. Aber dann geht das Ding wieder aus, ne? Ja, das macht ja nichts. Achso, das ist in Benutzung jetzt. Wenn es in Benutzung ist, kann ich es nicht zurückholen, nur wenn es mir runterfährt. Aber ich kann es ja einfach die Treppe hochtragen. Ups. Nee, wo habe ich das reingetan? Hier habe ich es reingetan. So, geht doch. So, dann kriege ich die Tür auf. Beide verfügbar und kriegen jetzt die Tür. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Dann ist es aber kein Turing-Test, sondern ein Test auf... Also, hätte er alles machen können. Muss ja nicht so kompliziert sein. Warum brauchst du so viele Tests? Die einer gereicht. Okay, jetzt machen wir das. Also, okay, einfach das wieder runter. Super. Mal ist die Tür hier auf. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative.
the process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Tja. Nach meiner persönlichen Meinung. Wer weiß. Nach meiner persönlichen Meinung kann man natürlich einen Computer kreativ machen. Also mit genug Ressourcen. Und moralisch vernünftig, aber das ist... Gibt's einen guten YouTube-Kanal. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Also wir müssen was mit der Kamera anstellen. Und dann, geht dort und die Tür auf. Plus und stellen 3 von den Dingern. Ja. Müssen Sie mal schon so machen, dass er uns hier nicht sieht. Oh. Spiel.
Brauchen wir richtiges Timing. So. Zack. So. Okay. Muss ich nicht mitnehmen? Doch, auf den Namen. So. Ah, okay. Ich den so. Ah. So, haben wir das Puzzle auch geschafft? Ja. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Upsi. Ja, aber wie gesagt, das ist halt Quatsch. Weil das zwar stimmt, dass auf den ersten Blick das Lösungen sind, die auf den Computer kommen würden. Nur das ist relativ trivial. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Okay. Das ist die Sache, offensichtlich. Okay, wahrscheinlich so. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers
is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Auf? Oder wir müssen andere Türen zuerst auf? Okay, ja, dann machen wir doch erst die Tür auf. Und dann kommen wir bestimmt irgendwie da nach hinten, vermute ich. Ah ne, wir kriegen so ein Ding. Das ist rund, das heißt, wir können es nicht reintun. Da kriegen wir es nicht hoch. Ah doch, wir kriegen es hoch, wenn wir das wieder zurückkriegen. War hier auch so ein Ding? Nee. Ah, da ist eins, okay. Das heißt... Ups, und dann drehen wir erst hier... Erst hier hin, dann können wir das Kästchen hochtragen, dann tragen wir jetzt alles darüber, dann kommen wir jetzt durch die Tür und dann... andere Tür auf und dann so, und dann kommen wir hier. Genau. Das ist jetzt doof. Okay. Das raus, wir drehen es jetzt mal wieder. Jetzt sollte es gehen. Wieder raus. Dann können sie von hier noch abschießen. Hoffe ich zumindest. Yes, das können wir. Wir sind oben und im I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. selber hoch. Okay. Ja, not entirely unexpected, dass sie ein Disagreement hatten. Okay. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us.
I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself, but I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume? Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Sarah. Okay, also passt zu den schriftlichen Logs, die wir gefunden haben. Die Implantate im Arm, die die Leute kontrollieren. Bin ja gespannt, was dann am Ende ausgeht. Weil natürlich... Also sie wurden über die Implantate kontrolliert, die sie im Arm haben diese entfernt und dann ist Tom irgendwie durchgedreht. Sonst was Interessantes. Hänsel und Gretel. Jetzt ein Ladebildschirm kommt, ja genau. Nächstes Chapter. Diesmal haben wir eine halbe Stunde geschafft. Ich glaube, ich mache hier kurz 5 Minuten Pause und mache dann gleich nochmal einen Stream. Aber hier kurz einen Cut rein und dann machen wir gleich in ein paar Minuten weiter. Dann bis dann. Danke euch fürs Zuschauen.